Unser erster Fahrtag in Kolumbien läuft direkt mal ganz anders als geplant. Und das, als wir es besonders eilig haben, denn in Medellin wartet bereits Familie auf uns, um ein paar Tage gemeinsam die Gegend zu erkunden. Hat nicht so gut angefangen, aber kann ja nur noch besser werden. Wir verewigen uns in der Garage von Pablo Escobar. Ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Wir waren eben in so einer kleinen Ortschaft und da haben irgendwie so ein paar Männer auf unsere Reifen auf der linken Seite gezeigt. Aber wir dachten, also wir hätten irgendwie das missverstanden und die wollten uns irgendwas verkaufen, keine Ahnung. Ja, und jetzt ist vorne rechts kaputt. Keine Ahnung, was damit ist. Ob er irgendwo einen Schnitt abbekommen hat oder so. Wir sind ja auch nirgendwo dran gekommen, oder? Ah, da, scheiße. Ja, okay. Da war was drin. Eine Schraube oder irgendwas? Ja, oder? wahrscheinlich. So, wieder fest. Noch alles verstauen, dann können wir weiterfahren. Da war irgendwas drin. Wir wissen nicht so genau was. Wahrscheinlich eine Nagelschraube oder irgendwas. Schade. Das ist natürlich besonders ärgerlich, weil die Reifen sind ja neu und die haben wir ja erst in Panama City draufziehen lassen und seitdem ist das Auto ja nur einzelne Kilometer gefahren. Ja, jetzt ist der erste schon dahin. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Hat nicht so gut angefangen, aber kann ja nur noch besser werden. Und jetzt fahren wir nach Medellin. Und da treffen wir dann auch meinen Bruder mit seiner Verlobten. So, jetzt hier in die Stadt, da merkt direkt, wie voller wird. Und die Leute fahren auf Container mit. Cartagena bis Medellin bedeutet 2 ordentliche Fahrtage. Für die Zwischenübernachtung treffen wir es jedoch ganz gut und können sogar noch einen tollen Regenbogen betrachten. Wir müssen jetzt hier gerade so eine kleine Umleitung fahren durch ein kleines Dorf, weil unsere Straße gesperrt war. Und haben jetzt hier gerade mal getankt. Da war gerade Militäraufgebot, die auch irgendwie getankt haben. Da wurden wir dann mit guten Tag begrüßt vom Chef, dessen Frau irgendwie in London wohnt. Keine Ahnung, total nett. Ich war dann in so einer kleinen Tienda Wasser kaufen. Als sie mich gesehen hat, hat sie mich nur noch angeguckt, als ob ich ein Geist wäre. Ja, also hier sind wir aus Deutschland auf jeden Fall wieder etwas sehr selten Gesehenes. Aber es haben sich alle total gefreut. Es waren alle super freundlich. Man wurde heute Handschlag direkt begrüßt. Genau, und als sie dann auch verstanden haben, dass wir kein gutes Spanisch sprechen, haben sie auch versucht, irgendwie mit Englisch trocken was zu machen. Also wirklich super freundlich und ja, alle ganz neugierig und positiv auf jeden Fall. Schöne Begegnung. Wir sind zurück auf der Mautstraße und die ist wirklich super, top asphaltiert. Das Stück, wo wir drumherum fahren mussten, da sind sie wahrscheinlich noch nicht ganz fertig. Aber wir haben jetzt irgendwie beim Vorbeifahren nichts gesehen, was da noch los ist. Wahrscheinlich machen die auch bald auf. Allerdings muss man halt auch sagen, es ist schon relativ teuer. Also wir sind immer in der zweiten Kategorie und damit zahlen wir immer so pro Station ungefähr 5 Euro. Und ich glaube, gestern hatten wir 7 Stationen und heute wahrscheinlich auch schon 2 oder 3. Man kommt gut voran, aber es ist halt nicht günstig.
Wir sind gerade unter einer Seilbahn durchgefahren und das ist ein klares Zeichen dafür, dass wir in Medellin sind. Philipp und Dominika haben in einem kleinen Hotel in der City eingecheckt, vor dem wir direkt parken und auch übernachten dürfen. Und so können wir den Abend noch bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch ausklingen lassen und das Wiedersehen feiern. That all lives actually do matter, but not just the ones that serve a capitalist interest or white supremacist interest. La Linterna, and their base ground is in the city of Cali. Wir sind jetzt auf unserer Tour durch Comuna 13. Und sieht auf jeden Fall schon mal sehr spannend hier aus. Die Comuna 13, also Kommune 13, geht heute als eines der buntesten Viertel Medellins, doch ihr Ruf war lange ein ganz anderer. In den 1980er und 90er Jahren zählte sie zu den gefährlichsten Gegenden der Stadt, geprägt von Drogenhandel, Gewalt und bewaffneten Konflikten. Der Wendepunkt kam in den 2000er Jahren. Mit großen sozialen Projekten wurde hier eine Veränderung angestoßen. Die Graffitis sind keine Dekoration, sie sind Erinnerung, Protest und Hoffnung zugleich. Viele der Wandbilder greifen Themen wie Gewalt, Verlust, Widerstand und Gemeinschaft auf und geben den Menschen hier eine Stimme. Wir freuen uns, bei unserer Tour Einblicke zu bekommen und können dabei auch die zentrale Rolle von Musik nachvollziehen. Rap, Breakdance und die DJ-Kultur wurden zur Ausdrucksform der jungen Generation und holten dabei viele junge Menschen von der Straße. Auch städtebauliche Projekte trugen zur Transformation des Viertels bei. Bestes Beispiel sind die öffentlichen Rolltreppen, die den steilen Hügel mit dem Stadtzentrum verbinden und damit den Alltag und den Anschluss der Bewohner an die Stadt merklich erleichtern. Du guckst ein bisschen skeptisch. Ja, es ist schon eine Mango und Salz gewippt. Ist aber, also es ist wirklich pure Frucht, die halt gefroren ist. Mit der Limette. Nicht so schlecht. Und wer sich jetzt fragt, Frucht, Limette und Salz? Ja genau, die gefrorene Frucht wird in eine Mischung aus Limettensaft und Salz getunkt. Eine gute Erfrischung zum Schluss unserer Graffiti-Tour durch die Comuna 13. Apropos Graffiti. Das mussten wir natürlich auch noch ausprobieren. Leider ohne viel Talent. Ist genauso schön wie mein. Aber sieht besser aus, Hier. Die Seilbahn von Medellin, bekannt als Metrocable, ist ein einzigartiges Verkehrssystem und ein Symbol für städtische Integration und soziale Innovation. Genau das wollen wir uns jetzt anschauen. Im Gegensatz zu vielen anderen Großstädten, in denen Seilbahnen vor allem touristische Attraktionen sind, wurde der Metrocable in Medellin als Teil des öffentlichen Nahverkehrs entwickelt. Die ersten Linien wurden Anfang der 2000er Jahre eröffnet, um die schwer erreichbaren Viertel an den steilen Hängen der Stadt besser anzubinden. Vor dem Bau der Metrocable waren viele dieser Viertel nur über steile Fußwege und lange Busfahrten erreichbar, ein täglicher Kraftakt für die Menschen, die dort leben. Mit der Seilbahn wurde das Mobilitätsnetz erweitert. Die Gondeln sind direkt an das Metrosystem der Stadt angeschlossen. Für die Bewohner bedeutet das mehr Chancen für Arbeit, Bildung und soziale Teilhabe und weniger Zeit im Verkehr. Das Zentrum an sich hat aus unserer Sicht wenig zu bieten und macht keinen besonders schönen Eindruck. Eine Ausnahme, der Palacio de la Cultura Rafael Uribe. Hier ist der Eintritt kostenlos und so schauen wir uns das schöne Gebäude gern ein bisschen näher an. Everything is beautiful. Everything is beautiful. Lost in the wonder, caught up in colors that I've never seen before. Everything is beautiful. Everything is beautiful.
Wir sind jetzt aus Medellín rausgefahren nach Santa Fe de irgendwas mit Anti. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir blenden den Ortsnamen mal ein. Und sind jetzt hier bei einem Stellplatz mit Pool. Und heute geht es im Pool und morgen schauen wir uns mal den Ort an. Ja, ist ganz gut. Könnte ein bisschen kühler sein, aber wollen wir uns nicht beklagen. Aber ist Pool ja schließlich für uns alleine. Guten Morgen, wir sind in die Stadt gelaufen, war irgendwie so eine halbe Stunde und jetzt sind wir hier an einem so einem Platz und es ist wirklich ganz schön. Nämlich hinter uns ist auch noch so ein kleiner Park, wo wir gerade mal eine kleine Pause machen. Die Puente Colgante de Occidente nahe Santa Fe de Antioquia zählt zu den bedeutendsten historischen Bauwerken Kolumbiens, denn sie war zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung 1895 die längste Hängebrücke Kolumbiens. Auf 290 Metern überspannt sie den Rio Cauca und verband damals erstmals den Westen Antioquias zuverlässig mit dem restlichen Land und förderte so Handel und Mobilität erheblich. Heute ist sie ein Nationaldenkmal und für den schwereren Verkehr gesperrt. Zu Fuß können wir die Brücke aber überqueren und die historische Baukunst aus der Nähe betrachten. Wie fährt denn auf der rechten Seite? Es geht zurück mit dem gleichen Uber, was uns hierher gebracht hat. Scheinbar gibt es hier nicht so viele, die unsere Strecke anfahren möchten. So schaffen wir es aber zurück zu unserer Unterkunft und genießen den Rest des heißen Tages wieder am und im Pool. Guck mal, ihr habt doch ein offenes Fenster. Es geht weiter und wieder durch Medellín. Wir machen einen kurzen Stopp bei einem Reifenhändler, denn wir brauchen ja noch Ersatz. Ja, mein neuer Reifen, andere Marke, aber Hauptsache noch ein Reifen. Und der Händler ist hier richtig krass, ey. Richtig gute Werkstatt. Wir haben jetzt hier am Replika von El Peñol geparkt. Geht's hier hinten runter. Und dann wollen wir eigentlich eine kleine Bootstour zur Finca von Pablo Escobar. Gucken, ob wir das schaffen. Das hat geklappt. Und so geht's mit dem Boot zur Finca Manuela, wo man uns schon für eine Tour erwartet. Die Finca La Manuela ist eng mit Pablo Escobar, dem Anführer des Medellín-Kartells, verbunden. Er ließ das Anwesen Mitte der 1980er Jahre erbauen und benannte es nach seiner Tochter Manuela. Die Finca war als luxuriöser Rückzugsort gedacht, mit Pool, Villa, Sportplätzen und direktem Zugang zum Wasser. Die Aussicht vom Wachturm ist auf jeden Fall sehr schön.
Erstmal noch uns ankriegen. Das war wohl mal die Dampfsauna. Mit hervorragendem Blick nach draußen. Wir verewigen uns in der Garage von Pablo Escobar. Neben ihrer Geschichte ist die Finca auch botanisch besonders. Escobar ließ exotische Pflanzen und Bäume aus verschiedenen Teilen der Welt anpflanzen, darunter Arten, die für diese Region ungewöhnlich sind und bis heute auf dem Gelände wachsen. Ja, ist richtig schön mit dem Wasser auch. Der Geschichte nach sollte Manuela es zu ihrem 15. Geburtstag bekommen, was jedoch nie stattfand. Kurz vor Escobars Tod wurde das Anwesen von der Gruppe Los Pepes angegriffen und größtenteils zerstört. Seitdem sind nur noch Ruinen erhalten. Und wo sind wir jetzt? Wir sind in. Tja, wie spricht man es denn jetzt aus? Also ich sage immer Guatepe, aber das ist falsch, haben wir heute gelernt. Guatapé oder so ähnlich. Ja, Da könnte war richtig was sein. Drauf. Genau, wir stehen jetzt auf dem Parkplatz. Hier kann man übernachten für 21 oder 23 kolumbianische Pesos. 1000 natürlich. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir als Bus zählen oder als Auto. Das werden wir dann morgen erfahren. Genau. Dominika und Philipp sind jetzt gerade in ihrer Ferienwohnung. Die holen wir jetzt ab und dann laufen wir noch ein bisschen durch die Stadt und Richtung Promenade. Ja, und lassen unseren letzten gemeinsamen Abend ganz gemütlich ausklingen. Bevor es soweit ist, haben wir noch kurz die Drohne steigen lassen, denn die Umgebung hier ist wirklich unfassbar schön mit ihrer riesigen Seenlandschaft. Einen gefunden. Nicht so nett. Ja! Guten Morgen. Kurz vor 7:30. Gleich kommen Philipp und Dominika vorbei und dann fahren wir rüber zum Monolithen. Und dann klettern wir einmal oben drauf. Leider ist das Wetter nicht gut, aber der Himmel wird gerade blauer, aber es hat eigentlich fast die ganze Nacht geregnet. Ja, kommt ein bisschen blau durch.
Und es sind nur 17 Grad. Wir hatten kurz überlegt, ob wir vielleicht eine Jacke brauchen, aber es geht ja gleich ordentlich berghoch. Da werden wir sie wohl nicht brauchen. Das Tuk-Tuk, oder was auch immer es war, ein größeres Tuk-Tuk, hat uns unten an der Straße rausgelassen. Und jetzt haben wir hier bis hoch überhaupt zum Berg zu kommen. Erstmal schon irgendwie 100 Stufen oder sowas vor uns. Reicht ja auch noch nicht, die Stufen da gleich am Berg. Wir sind kurz vorm Fels. Die Fahrt hat ein bisschen länger gedauert, weil eigentlich wollten wir mit dem Uber fahren, aber es gab kein Uber und dann sind wir mit einem Kollektivo gefahren. Hat ungefähr das gleiche gekostet, aber wenn kein Uber verfügbar ist, dann geht's nicht. Und jetzt sind wir kurz vorm Fels. Durch das Kollektivo mussten wir schon mal jetzt wahrscheinlich so 150 bis 200 Treppenstufen steigen, weil wir nicht hier oben auf dem Parkplatz geparkt haben oder rausgelassen wurden, sondern unten an der Straße. Und jetzt geht's die knapp 700 Stufen nach oben. Der Piedra del Peñol ist ein rund 200 Meter großer Granitmonolith, der sich isoliert aus der Landschaft erhebt. Die massive Gesteinsform mit einem geschätzten Alter von über 60 Millionen Jahren steht komplett allein, ohne Teil eines Gebirges zu sein, was ihn zu einem sehr besonderen Monolithen macht. Wir haben die Hälfte geschafft. Ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Stehen ja auch die Zahlen in 25er Schritten immer dran. Und da denkt man schon, ja, geht schnell. Genau, die Aussicht ist von hier schon echt schön. Es ist auch noch nicht viel los, also nur vereinzelt, dass hier schon welche hochlaufen. Ist natürlich ganz angenehm. Ja, mal schauen, wie die Aussicht von ganz oben weg wird. Wir haben gerade die 550 passiert, das heißt, es sind noch knapp 100 Stufen. Ich denke mal, die 9 habe ich jetzt auch geschafft. Also noch 100. Die Aussicht ist schon ganz schön krass. $575. Noch 25 plus 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Wir sind oben. Und komischerweise gibt es hier noch mehr Stufen. Also die 0 ist hier. Dann bin ich fertig. Okay. Was ist da? Da ist der beste Ausblick. Aha. Geschafft. Wir sind ganz oben auf dem Turm und die Aussicht ist richtig, richtig schön. Der Blick kann schon wirklich was. Alter Schwede. Wir gehen wieder runter, aber der Ausgang ist von der Attraktivität auf jeden Fall nicht ganz so schön. Oh, da stehen sogar Blumen. Es wird schöner. Ja, das ist voll dreckig. Ja, das stimmt. Also die Stufen sind echt ziemlich dreckig. Aber naja, wir wollen ja nur wieder runter. Schade hier. Ist ja auch durch. Ja. Guck mal, irgendwann Drehbaum hier. Heute Morgen war hier nichts los. Und jetzt sieht das richtig lustig aus, wie wir da zwischen den ganzen Riesenbussen stehen.
Und dann heißt es für uns schon wieder die Rückfahrt antreten. Wir bringen Dominika und Philipp zum Flughafen, denn für sie geht es weiter in einen anderen Teil Kolumbiens. Danke, dass ihr da wart und ein paar Tage gemeinsam mit uns die Straßen Kolumbiens unsicher gemacht habt. Schön war's. Wir haben Philipp und Dominika am Flughafen abgesetzt und fahren jetzt erstmal eine halbe Stunde nur zum Campground. Hier ist mal wieder eine Mautstraße, aber wir haben jetzt gerade 17.100 kolumbianische Pesos bezahlt, was ungefähr 3,50 Euro, glaube ich, sind. Aber ich weiß nicht, wofür wir die bezahlen. Für Schlaglöcher? Aber naja, wir müssen jetzt noch ungefähr 300 Höhenmeter hoch und dann werden wir heute mal auf 2.600 Meter schlafen. Haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gemacht. Und ich glaube, das wird kalt. Wir sind am Campground. Jesse hat schon geläutet. Und jetzt warten wir, dass das Tor aufgeht. Wir haben ein gutes Plätzchen auf dem Campground gefunden. Und der Sprinter war tatsächlich auch auf dem gleichen Schiff wie wir. Die Leute scheinen aber nicht da zu sein. Wahrscheinlich sind sie in Medellin. Guten Morgen. Wir sind gerade vom Campground losgefahren. War nicht ganz so einfach, weil keiner da war zum Bezahlen. Und jetzt sind wir gerade mal, keine Ahnung, 10 Minuten gefahren und hier ist irgendwie so ein Festival. Morgens um 20 nach 8. Irgendwie wundert uns ein bisschen. Aber es sind schon richtig viele Leute unterwegs. Hoffen wir mal, dass wir irgendwie hier rauskommen und dann durch Medellin durch und weiter Richtung Süden. Das wäre nämlich der Plan für heute. Das mit den Events scheint in Medellin sonntags ein Ding zu sein. Deswegen ist halt eine Spur gesperrt. Aber nur fürs Hochfahren, fürs Runterfahren nicht, oder was? Runterfahren sind die nur schneller als wir, ist unser Problem. Na gut, Bergfahren in Medellin hast ja auch gefühlt jeden Sonntag einen anderen Berg. Also da hinten kann man jetzt eigentlich mega auf Medellin schauen. Ist aber nicht so leicht zu erkennen hier. Da unten hängen auch ordentlich Wolken. Aber sieht trotzdem mega aus. Ja, ein Hund dabei. Wir sind schon in den Medellin drin und es ist einfach unglaublich steil. Also ich glaube, auf 10 Kilometer müssen wir die 1000 Höhenmeter runter machen. Ich bin mir nicht sicher, was besser ist, hoch oder runter. Und seit gestern haben wir auch ein Drehzahlmesser verbaut, den Philipp mitgebracht hat. Das ist nochmal ganz hilfreich, aber die Drehzahl geht so schnell hoch, das ist echt unglaublich. Und wir fahren im ersten Gang. Hier ist einfach die ganze Gegenfahrbahn für Läufer und ja, so ein paar Fahrradfahrer sind auch unterwegs gesperrt. Und wahrscheinlich ist das jeden Sonntag so, weil letzte Woche bei Google Maps habe ich auch so viele Sperrungen gesehen am Vormittag, als wir hier in die Stadt gefahren sind. Also wir haben gerade schon gesagt, so wenig uns die Stadt ja beim Erkunden irgendwie gefallen hat. Umso mehr können wir uns schon vorstellen, dass die Lebensqualität hier wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist. Also auch überall, wo wir durchfahren, sind ja irgendwie nette Restaurants, irgendwie Sportdinge, Einkaufsläden. Das ist alles relativ sauber. Ja, also wahrscheinlich lebt es hier tatsächlich ganz gut. Und dann verabschieden wir uns endgültig von Medellin und fahren südlicher, um auch die Natur von Kolumbien noch etwas stärker zu erkunden. Dazu aber mehr in der kommenden Woche. Schön, dass ihr uns auf unserer Tour über die Amerikas auch hier in Kolumbien begleitet. Und ganz, ganz lieben Dank für eure liebe Wertschätzung unserer Videos und die Unterstützung per Abo, Like, Kommentar oder Spende in unsere Dieselkasse. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und falls ihr mögt, schaltet doch auch in der kommenden Woche wieder ein. Bis dahin!